Nach unserem besten physikalischen Modell hätte das Universum kurz nach dem Urknall exakt gleich viel Materie und Antimaterie erzeugen müssen. Und Materie und Antimaterie vernichten sich beim Kontakt vollständig gegenseitig, wobei nur reine Energie übrig bleibt. Das bedeutet, rechnerisch dürfte es heute überhaupt keine Sterne, keine Planeten, keine Menschen geben, nur ein gleichmäßiges Meer aus Strahlung. Dass wir trotzdem hier sind, ist eines der größten ungelösten Rätsel der gesamten Physik. Antimaterie besteht aus Antiteilchen, die dieselbe Masse wie ihre gewöhnlichen Materie-Gegenstücke besitzen, sich aber in Eigenschaften wie der elektrischen Ladung genau entgegengesetzt verhalten. Ein Elektron etwa hat als Antiteilchen das Positron, das exakt dieselbe Masse, aber positive statt negative Ladung trägt. Theoretisch vorhergesagt wurde die Existenz von Antimaterie 1928 vom britischen Physiker Paul Dirac, als er versuchte, die Quantenmechanik mit Einsteins spezieller Relativitätstheorie zu vereinen. Bereits 1932 wies der Physiker Carl Anderson das Positron experimentell in der Höhenstrahlung nach, wofür er 1936 den Nobelpreis erhielt. Nach dem Standardmodell der Teilchenphysik entsteht bei praktisch jedem energiereichen physikalischen Prozess Materie immer paarweise mit ihrer Antimaterie-Entsprechung. Das gilt auch für die extrem energiereichen Bedingungen unmittelbar nach dem Urknall, als das gesamte junge Universum aus einem heißen, dichten Teilchenplasma bestand. Die Erwartung wäre also, gleich viele Materie- und Antimaterieteilchen, die sich beim Abkühlen des Universums vollständig gegenseitig auslöschen und dabei nur Photonen, also reine Strahlung, zurücklassen. Tatsächlich beobachten wir aber ein Universum voller Materie, Sterne, Galaxien und selbst. Die Erklärung? Aus bislang nicht vollständig verstandenen Gründen entstand im extrem jungen Universum offenbar ein winziger Überschuss an Materie gegenüber Antimaterie, geschätzt auf etwa ein zusätzliches Materieteilchen pro 1 Milliarde Materie-Antimaterie-Paare. Als sich Materie und Antimaterie anschließend fast vollständig gegenseitig auslöschten, blieb genau dieser winzige Überschuss übrig und aus ihm entstand alles, was wir heute im Universum sehen, inklusive uns selbst. Dieses Phänomen nennen Physiker Baryonen-Asymmetrie. 1967 formulierte der sowjetische Physiker Andrei Sacharow 3 notwendige Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit überhaupt ein solcher Materieüberschuss entstehen kann. Erstens, eine Verletzung der sogenannten Baryonzahlerhaltung, Prozesse, die Materie und Antimaterie nicht exakt gleich behandeln. Zweitens, eine Verletzung der sogenannten C- und CP-Symmetrie, die besagt, dass sich Teilchen und ihre Antiteilchen-Spiegelbilder physikalisch nicht exakt gleich verhalten dürfen. Und drittens, dass sich das frühe Universum zumindest zeitweise im thermischen Ungleichgewicht befand. Diese 3 sogenannten Sacharow-Bedingungen gelten bis heute als der theoretische Rahmen, innerhalb dessen die Lösung des Rätsels gesucht wird. Eine kleine Verletzung der CP-Symmetrie wurde tatsächlich bereits 1964 von den Physikern James Cronin und Val Fitch bei bestimmten instabilen Teilchen, den sogenannten Kaonen, experimentell nachgewiesen, wofür sie 1980 den Nobelpreis erhielten. Auch am Large Hadron Collider LHC am CERN sowie an spezialisierten Experimenten wie LHCb wird die CP-Verletzung bei anderen Teilchen, etwa bei B-Mesonen, seit Jahren präzise vermessen. Das Problem? Die bislang gemessenen CP-Verletzungen im Standardmodell sind um viele Größenordnungen zu klein, um die tatsächlich beobachtete Materiemenge im Universum zu erklären. Diese Diskrepanz bedeutet, dass unser aktuelles Standardmodell der Teilchenphysik, so gut es auch sonst praktisch jedes Experiment vorhersagt, offenbar eine fundamentale Lücke aufweist. Es muss noch unentdeckte physikalische Prozesse oder Teilchen geben, die für den Großteil der beobachteten Materie-Antimaterie-Asymmetrie verantwortlich sind. Wir kennen sie bislang schlicht noch nicht. Diese Suche gilt als eine der wichtigsten offenen Fragen der gesamten modernen Physik.
Ein aussichtsreicher Kandidat ist die Neutrinophysik. Neutrinos, extrem leichte, schwer nachweisbare Elementarteilchen, könnten über einen Mechanismus namens Leptogenese eine deutlich stärkere CP-Verletzung ermöglichen als bislang im Standardmodell bekannt. Experimente wie T2K in Japan und das geplante Hyper-Kamiokande-Experiment untersuchen gezielt, ob sich Neutrinos und ihre Antiteilchen, die Antineutrinos, in ihrem Verhalten messbar unterscheiden. Erste Hinweise auf eine solche Asymmetrie wurden 2020 von der T2K-Kollaboration im Fachjournal Nature veröffentlicht, wenn auch noch nicht mit ausreichender statistischer Sicherheit für eine endgültige Entdeckung. Am CERN gelingt es seit den 2010er Jahren zunehmend, Antiwasserstoffatome künstlich herzustellen und für kurze Zeit in speziellen Magnetfeldern gefangen zu halten, etwa im ALPHA-Experiment. Diese Versuche erlauben es, die Eigenschaften von Antimaterie erstmals direkt mit hoher Präzision zu vermessen und mit gewöhnlicher Materie zu vergleichen, bislang mit dem Ergebnis, dass Antimaterie den theoretischen Erwartungen des Standardmodells in fast allen getesteten Eigenschaften exakt entspricht, was das Rätsel eher noch verschärft, statt es zu lösen. Eine besonders elegante, jahrzehntelang rein hypothetische Frage konnte erst 2023 endgültig experimentell geklärt werden. Fällt Antimaterie unter dem Einfluss der Schwerkraft genauso nach unten wie gewöhnliche Materie oder könnte sie sich sogar entgegengesetzt verhalten, sozusagen nach oben fallen? Das internationale ALPHA-G-Experiment am CERN, eine Weiterentwicklung des bereits erwähnten ALPHA-Experiments, ließ dafür gefangene Antiwasserstoffatome in einer speziellen, vertikal ausgerichteten Magnetfalle kontrolliert los und beobachtete präzise, in welche Richtung sie sich bewegten. Das Ergebnis, veröffentlicht im Fachjournal Nature: Antimaterie fällt tatsächlich nach unten, mit einer Fallbeschleunigung, die im Rahmen der Messgenauigkeit exakt der von gewöhnlicher Materie entspricht. Ein weiterer Beleg dafür, dass sich Antimaterie in praktisch jeder bislang getesteten Eigenschaft wie erwartetes Spiegelbild gewöhnlicher Materie verhält, was das grundlegende Baryonene-Asymmetrie-Rätsel zusätzlich vertieft. Neben Experimenten in irdischen Laboren suchen Physiker auch direkt im Weltraum nach Hinweisen auf die Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Das Alpha Magnetic Spectrometer AMS-02, seit 2011 fest an der Internationalen Raumstation ISS installiert und geleitet vom Physiker Samuel Ting, Nobelpreisträger von 1976, misst kontinuierlich die kosmische Strahlung, die aus dem gesamten Universum auf uns einströmt, und sucht dabei gezielt nach Spuren größerer Antimateriestrukturen wie kompletten Antiheliumkerne. Sollten irgendwo im beobachtbaren Universum tatsächlich noch größere Ansammlungen ursprünglicher Antimaterie existieren, etwa ganze Antimaterie-Galaxien, müssten gelegentlich einzelne Antimateriekerne als kosmische Strahlung bei uns eintreffen. Bislang hat AMS-02 zwar einige wenige, bislang nicht eindeutig erklärte Kandidatenereignisse registriert, aber keinen zweifelsfreien Nachweis für größere kosmische Antimaterieansammlungen liefern können. Ein Ergebnis, das die gängige Annahme stützt, dass unser beobachtbares Universum tatsächlich fast ausschließlich aus gewöhnlicher Materie besteht. Angesichts der fundamentalen Bedeutung der Baryonen-Asymmetrie für die Existenz allen Lebens gilt bereits eine einzige, zweifelsfrei bestätigte Abweichung vom Standardmodell als potenziell bahnbrechende Entdeckung. Aus diesem Grund investieren Forschungseinrichtungen weltweit erhebliche Ressourcen in immer präzisere Experimente, etwa das geplante Elektronen-Ionen-Collider-Projekt in den USA oder Aufrüstungen des LHCb-Detektors am CERN, die in den kommenden Jahren noch feinere Messungen der CP-Verletzung bei seltenen Teilchenzerfällen ermöglichen sollen. Jede noch so kleine, aber statistisch gesicherte Abweichung könnte helfen, das fehlende Puzzlestück zu finden, das erklärt, warum aus einem eigentlich symmetrischen Urknall am Ende ein Universum voller Materie und keines aus reiner Strahlung wurde. Zusammengefasst: Nach unserem physikalischen Verständnis hätten Materie und Antimaterie kurz nach dem Urknall sich komplett gegenseitig auslöschen müssen. Dass stattdessen ein Universum voller Materie existiert, liegt an einem winzigen, bislang nicht vollständig erklärten Überschuss an Materie. Einem der größten ungelösten Rätsel der Physik,
an dessen Lösung Forscher weltweit mit Experimenten zu Neutrinos und Antimaterie arbeiten. Wenn dich solche fundamentalen Fragen faszinieren, warum es überhaupt ein Universum mit Materie gibt, schau dir gerne auch unser Video zum Mysterium des leeren Raums an. Lass gerne ein Abo da, wenn du mehr Weltraumrätsel sehen willst.